Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir diese wunderschönen Untersetzer. Ich habe euch eben schon mal einen Einblick gezeigt, wie es auf dem Esstisch aussieht, mit Gläsern drauf. Und ihr könnt natürlich die Farben verwenden, die ihr möchtet. Und ihr könnt sie so kleinen Sträußen zusammenbinden. Dafür nehme ich mir einen Untersetzer, klappe das einmal in der Mitte und falte das so dreimal und dann wird es festgebunden. So habt ihr kleine Sträußchen. Das ist natürlich euch überlassen, ist kein Muss. Auch so sehen die wirklich wunderschön aus. Und mich würde natürlich interessieren, was für Farben ihr genommen habt. Teilt gerne eure Werke mit mir auf Facebook, auf Instagram oder TikTok. Und wir fangen jetzt direkt an. Ich häkle mit einer 3 mm Häkelnadel und benutze jetzt 3 andere Farben. Und das schauen wir uns dann nachher am Ende nochmal an. Ich nehme als erstes die Farbe für die Mitte, also dieses mittlere Stück hier. Wir fangen an mit einem magischen Ring. Dafür legen wir uns die Wolle zweimal um die 2 Finger. Gehen mit der Häkelnadel hier vorne rein, holen den hinteren Faden raus. Wir holen den Faden und ziehen hier durch die Schlaufe einmal durch. Somit haben wir den magischen Ring. Und wir arbeiten jetzt mit Stäbchen, das heißt, wir nehmen uns die Wolle auf die Häkelnadel, gehen in den magischen Ring rein, holen den Faden raus. Wir haben 3 Schlaufen, holen den Faden durch die ersten beiden Schlaufen und durch die anderen beiden Schlaufen. Das ist unser Stäbchen. Und wir machen jetzt in diesen magischen Ring erstmal 15 Stäbchen rein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. Das wäre schon mal der Anfang. Wir ziehen am kurzen Stück hier einmal fest zu. So. Dann gehen wir hier vorne in die erste Masche rein. Wir holen den Faden von hinten nach vorne raus, verbinden mit einer Kettmasche. Dann machen wir 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und in dieser Runde werden wir die Stäbchen verdoppeln. Und am Anfang gehe ich auch hier direkt in diese erste Lücke nochmal mit einem Stäbchen rein, damit der Anfang auch immer schön aussieht. Und so gesehen haben wir hier vorne auch schon die ersten 2 Stäbchen. Dann gehen wir in die nächste Masche rein, die gut zu erkennen ist, und machen auch dort 2 Stäbchen rein in eine und dieselbe Masche. Und das jetzt die ganze Runde. In jede Masche immer 2 Stäbchen. Wir nähern uns dem Ende dieser Runde. Auch hier am Ende mache ich noch 2 Stäbchen rein. Dann ist es alles schön verbunden. Und gehe hier nicht in diese erste große Lücke rein, sondern hier oben in die erste richtige Masche, verbinde mit einer Kettmasche. Wir machen 3 Luftmaschen und machen das erste Stäbchen in dieser Runde auch wieder hier vorne direkt bei den Luftmaschen hier rein. So. Und jetzt werden wir in dieser Runde jede dritte Masche verdoppeln. Ich zähle das jetzt als erste und dann kommt in die nächste Masche ein Stäbchen und in die dritte so gesehen kommen dann 2 Stäbchen. Dann in die nächsten beiden wieder jeweils nur ein Stäbchen. Und in die nächste, also in die dritte wieder, kommen dann 2 Stäbchen. Dann in die nächsten beiden wieder jeweils nur ein Stäbchen. Und in die dritte wieder 2.
Das machen wir auch die ganze Runde entlang, bis wir wieder hier vorne angekommen sind. Immer in jede dritte machen wir 2 Stäbchen. Und auch hier am Ende der Runde angekommen, mache ich in die letzte Masche noch 2 Stäbchen, verbinde wieder hier mit der ersten Masche, Kettmasche, und jetzt werden wir die Farbe wechseln. Ich nehme jetzt so ein helleres Grün, nicht so ganz knallig. Ich lege mir die neue Farbe auf die Häkelnadel, drehe es einmal, so dass das kurze Stück hinten ist, ziehe es einmal hier durch die weiße Schlaufe durch und ziehe fest. Das können wir auch gleich noch festziehen. Wir machen erstmal 3 Luftmaschen. Dann arbeiten wir weiterhin mit Stäbchen. Ich gehe hier vorne direkt in die erste wieder wie gewohnt einmal rein. Mache hier das erste Stäbchen rein und werde jetzt weiter häkeln. Also, das ist jetzt das zweite Stäbchen, in die nächste das dritte, in die nächste das vierte und in die 5. Masche machen wir jetzt 2 Stäbchen. Und das machen wir auch jetzt diese ganze Runde entlang. Immer in jede 5. machen wir 2 Stäbchen rein. Also in die nächsten 4 immer nur eine, also ein Stäbchen. Und dann kommt wieder die 5. und dort machen wir 2 Stäbchen. Wir nähern uns dem Ende dieser Runde mit der neuen Farbe. Ich mache hier noch meine letzten beiden Stäbchen. Dann verbinden wir wie gewohnt, aber nicht hier, wo wir die 3 Luftmaschen gemacht haben, sondern in die Masche da oben und eine Kettmasche. Jetzt machen wir wieder direkt einen Farbwechsel und machen unsere letzte Runde mit den Noppen. Wir machen jetzt den Farbwechsel, dafür die neue Farbe auf die Häkelnadel. Wir drehen es einmal, ziehen durch Grün hier einmal durch, dann ziehen wir das Grüne fest. Wir machen eine Kettmasche jetzt hier in die erste nächste Masche rein. Dann drehen wir uns das, weil die Noppen entstehen immer auf der anderen Seite und wir arbeiten jetzt in diese Richtung. Also für die Noppe nehmt ihr euch die Wolle auf die Häkelnadel. Wir gehen in die nächste Masche rein, holen den Faden von hinten nach vorne raus. Dann haben wir 3 Schlaufen. Wir holen den Faden durch die ersten beiden Schlaufen. Somit bleiben jetzt 2 Schlaufen auf der Nadel übrig. Das machen wir jetzt die ganze Zeit, bis wir 6 Schlaufen auf der Nadel übrig haben. Immer durch die ersten beiden. Also den Faden auf die Häkelnadel, immer in dieselbe Masche rein, Faden von hinten nach vorne rausholen, Faden holen durch die ersten beiden Maschen. Jetzt haben wir 4 Schlaufen auf der Nadel.
Dasselbe Spielchen machen wir nochmal, immer durch die ersten beiden Schlaufen. Jetzt haben wir 5 und noch ein einziges Mal Faden holen durch die ersten beiden Schlaufen und jetzt haben wir 6. Dann holen wir den Faden und ziehen durch alle 6 Schlaufen durch. So ergibt das schon unsere erste Noppe. Dann machen wir in die nächste Masche eine Kettmasche und in die nächste Masche auch eine Kettmasche. So ist die Noppe viel besser auch schon zu erkennen. Jetzt machen wir wieder eine Noppe. Also den Faden auf die Häkelnadel, in die nächste Masche rein, Faden von hinten nach vorne rausholen, Faden holen durch die ersten beiden Schlaufen. Jetzt haben wir 2, Faden holen und wieder durch die ersten beiden Schlaufen. Jetzt haben wir 3, 4 Schlaufen, jetzt haben wir 5 Schlaufen und noch einmal, jetzt haben wir 6 Schlaufen. Dann ziehen wir durch alle durch, machen in die nächste eine Kettmasche und in die übernächste eine Kettmasche und so entstehen unsere Noppen. Das machen wir jetzt die ganze Runde so. Jetzt kommt in die nächste Masche wieder eine Noppe. Wenn ihr das jetzt 1-2 Mal gemacht habt, dann geht das natürlich super schnell und einfach. Wenn ihr das zum ersten Mal macht, dann geht das aber auch gleich ganz schnell. 6 Schlaufen auf der Nadel, wir ziehen durch alle durch. In die nächste Masche eine Kettmasche, in die übernächste auch eine Kettmasche und dann wieder in die nächste eine Noppe. So gesehen ist jetzt in jeder dritten Masche eine Noppe. Ich spule das auch den Rest dann gleich schneller und zeige euch das natürlich am Ende. So, jetzt haben wir 4 Noppen schon gemeinsam gemacht. So sieht es aus. Das macht wirklich was her, sieht wirklich schön aus. Ich zeige euch das am Ende jetzt nochmal. Und wir nähern uns hier dem Ende dieser Runde. Wir sind gleich fertig. Ich mache hier am Ende auch noch mal Kettmaschen hin, damit sich das schön abschließt. Jetzt schneide ich meine ganzen Fäden ab und werde sie einmal vernähen und verknoten. Dann ziehe ich hier alles noch mal schön fest von jeder Farbe. Und den Anfangsfaden hier in der Mitte, den ziehe ich hier mit der Vernähnadel hoch und werde das mit dem weißen auch zusammen hier verknoten. So sieht das jetzt aus. Das ist wirklich super schön geworden. Auch die Farben sind schön. Ich bin gespannt auf eure Farben. Schickt mir gerne Fotos auf Instagram oder Facebook. Und so sieht das aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Teilt das Video gerne mit Freunden und Bekannten. Und wenn ihr ganz viele davon gemacht habt, dann sieht das auch bestimmt wunderschön aus. Zeigt mir auch gerne da Fotos auf eurem Esstisch. Und dann sehen wir uns die Tage auch schon bei einem neuen Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachhäkeln und Mithäkeln. Ihr könnt natürlich auch den jetzt, wie die andere auch, einmal zu einem Strauß zusammenbinden. Und auch auf dem Tisch so platzieren, wenn ihr möchtet. Das sieht auch ganz süß aus. Lasst mir auch gerne einen Kommentar da und ein Abo und einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
Wir sehen uns die Tage. Viel Spaß beim Nachhäkeln. Bis dahin.